Jetzt ist es offiziell, Frau von der Leyen hat zugegeben, dass die EU-Kommission NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, für Lobbyarbeit gegen Kritiker der irrsinnigen und schädlichen EU-Klimapolitik jahrelang bezahlt hat. Das heißt, europäisches, vor allem auch deutsches Steuergeld wurde dafür eingesetzt, um gegen Abgeordnete, Parteien und Organisationen zu agitieren, die es wagen, der linksgrünen Agenda der EU mit Argumenten entgegenzutreten. Ein solcher Missbrauch der Mittel ist natürlich ein klarer Verstoß gegen die Regularien der EU, gegen das Neutralitätsgebot. Betroffen von dem Skandal ist vor allem das sogenannte LIFE-Programm, das für sich schon milliardenschwer ist. Aber es gibt allen Grund zur Annahme, dass es sich hier nur um die Spitze des Eisbergs handelt. Der Europäische Rechnungshof hat jüngst in einem Sonderbericht über die EU-Finanzierung von NGOs massive Mängel bei der Transparenz festgestellt. Diese Organisationen verstehen es, ihre Geldgeber und Aktivitäten so zu verschleiern, dass der Rechnungshof sie gar nicht angemessen prüfen kann. Und ein weiterer Bericht des konservativen Thinktanks MCC zeigt auf, dass es sich bei diesen NGOs um ein breit angelegtes Propagandanetzwerk, eine Propagandamaschine handelt, die weder unabhängig ist noch aus der Zivilgesellschaft kommt, wie immer behauptet wird, sondern dem einzigen Zweck dient, die europäische Öffentlichkeit im Sinne der ideologischen EU-Programme Green Deal, Diversity, große Transformation und so weiter zu beeinflussen. Diese NGOs bilden so etwas wie den tiefen Staat der EU. Sie arbeiten für deren Machthaber und unterminieren damit aktiv die demokratische Willensbildung der europäischen Völker. Wir können uns daher nicht, wie es die EVP-CDU jetzt getan hat, zufrieden zeigen, dass Frau von der Leyen Besserung gelobt hat. Was wir brauchen, ist eine europäische DOGE-Behörde oder Taskforce, die sich ganz nach dem amerikanischen Vorbild der Aufgabe widmet, Licht ins Dunkel des europäischen Deep State zu bringen und diesen korrupten NGO-Sumpf trockenzulegen. Von einer Kommission unter von der Leyen werden wir das sicherlich nicht erwarten dürfen. Dieses Personal muss gründlich und vollständig ersetzt werden, damit die Aufräumarbeiten beginnen können. Und wir von der AfD bzw. ESN-Fraktion werden diese Aufgabe sehr ernst nehmen. Das können wir Ihnen versprechen.